So. Ah. So. So. Da bin ich auch schon wieder. Hat gar nicht so lange gedauert, denke ich. Jetzt müssen wir nur noch das Spiel hier starten. Es ergibt sich gerade folgendes Problem. Aha. Escape, wo ist es? Hier. Ach du Scheiße. Wir können das so nicht spielen, wie ich mir das vorstelle. Was jetzt heißt, wir bearbeiten den Stream und machen aus Monkey Island ein anderes Spiel. Aber das ist ja eigentlich nicht so schwer, oder? Von 1993, weil wir ja eh schon dabei sind, ballern wir jetzt in der Runde halt einfach, ups, ein Pupille gemacht. Den Simon raus. Wo ist er? Playlist wählen, sonstige Games. Na, ihr seid ja alle schon dabei, es ist ja alles okay. Deutsch. Ach, Kinder, es ist. Nein, nicht Dänisch, Deutsch. Deutsch und. Deutsch und heute. Jawohl. So schaut es nämlich jetzt aus. Das packen wir wieder daher. Das packen wir daher. Dann starten wir. Ich habe ein Problem im vierten Spiel, ich krieg's nicht zum Laufen. Deswegen. So, ja. Kann sich nur um Stunden handeln, Kinder. Aber ist ja nicht so wild, solange wir alle da sind und es weitergeht, machen wir das einfach so. Was bleibt uns auch anders übrig? Wir hätten natürlich nochmal ein anderes eins von den ersten Monkey Island spielen können, aber der man nicht, der man nicht, der man nicht. So, machen wir gleich Einstellungen, Grafik, Hochoriginal, Seitenverhältnis, modern Original zurück, Spielsteuerung, Musik, Sprache, Deutsch, Sprachausgabe und Untertitel natürlich. Dann schauen wir, dass wir das jetzt hier einpflegen, damit ihr das auch seht. Fensteraufnahme, ist ja wurscht, wie sie heißt. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Über, nein, über ist auch falsch.
zurück, Grafik, Original, hoch, zurück, zurück, Einstellungen, Optionen, was ist das? Oh, okay, nein, das wollte ich beim besten Willen nicht. Einstellungen. Aber da muss man doch irgendwie... Kann ich das nicht? Ich finde es noch nicht mal. Das ist ja super. Ich finde es noch nicht mal. So. So. Es taucht schon ganz toll was auf. Bloß habe ich da noch nicht den Fenstermodus gefunden. Ist es da? Nee, auch nicht. Na, ich versuche noch. Ich versuche noch. Ich klicke mich hier schon irgendwie rein. Das wird schon irgendwie funktionieren. Okay, Jungs. Einstellungen. Grafik. Geht nicht. Zurück. Zurück. Beenden. Ja. Das möchte ich dann auch beenden. Also das hat dann auch nicht funktioniert. Vielleicht geht es mit dem Zweier. Dass wir da den Fenstermodus machen. Einstellungen, Grafik. Zurück. Natürlich nicht. Musik zurück. Geht auch nicht. Gut. Hat auch nicht funktioniert. Aber kein Problem. Wir haben noch zur Auswahl. Es tut mir leid. Kinders, es tut mir leid. Ich krieg's gerade nicht besser hin. Loom. 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 Ich muss halt nochmal ändern. Loom. Loom. Von 1990. Das haben wir wieder beim alten, genau. Diesmal können wir die Grafik aber, glaube ich, nicht anpassen. Loom. Speichern. Hat sich das jetzt geändert? Ändern. Ah, natürlich nicht. Weil das Beutel nur zu groß ist, haben wir trotzdem gleich. Ihr seid ja mit am bei. Ich dachte, ich hätte das mal alles gemacht. Naja, dann halt nicht. Aber das haben wir ja gleich. Das haben wir ja gleich. Haben wir ja gleich. Jawohl, 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 jawohl. Ändern. Speichern. Schließen. Loom. Please choose your skill level. Welcome to the age. So. Jetzt aber. Halt, stopp.
Hier. Oh, das ist auch wieder so ein Ding. Okay. Der wäre natürlich, würde man den jetzt noch sehen, gell? Dann machen wir das direkt so. So, nein, die Fensteraufnahme möchte ich schon, dass man sieht. Das möchte ich ausblenden. Und dann können wir wieder weitermachen. Kinders! Das Spiel ist 1 Million Jahre alt. Ach, schön. Entschuldigung. Muss das ja noch ändern hier so. Tag der alten Spieles. 24 Stunden. Hallo, mein Schatz. Rise, son of Signa. It is the dawn of your 17th year. The elders await Kann you man in the da sanctuary. jetzt... Okay. Mit was? Mit F9 kann ich da irgendwas machen. Ich drücke da jetzt mal drauf. Hey, ich habe noch ein bisschen... Achso, ja, hier. Leaf. The last leaf of autumn. Es fällt. Es bladelfällt. Boah, ist das mal richtig pixelgrafisch, Kinders, ha? So. Folgendes habe ich jetzt noch. Hallo, kann ich das Licht ausmachen? So, ja, natürlich. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Wie geht's dir? Geht's gleich wieder weiter? Gehst gleich wieder weiter? Auch muss ich ja. So. Jetzt habe ich folgendes Problem. Das seht ihr nicht. Jetzt abgesehen davon, dass ich keinen Sound mehr habe, was ich nicht verstehen kann, was bei dem Spiel übrigens unheimlich praktisch ist. Größe ändern, ja bitte. Geht's jetzt? Kann ich es jetzt ändern? Nein. Ja, okay. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich mir das hier, so hart es klingen mag, dann hier zusammenbastel. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, Leute. Zumindest hätte ich jetzt mal das Spiel in groß bei mir, weil gerade eben war mein Bildschirm so groß. So, jetzt muss ich bloß noch einen Ton finden, den ich auch gerne wieder hätte. Ich krieg's aber nicht hin. Auch das kriege ich gerade nicht hin. Leute, das nervt. Das nervt ungemein. Jetzt haben wir 3 Spiele durchgeballert.
Und ich krieg das hier nicht zum Laufen mit Ton oder das andere Spiel kann ich nicht steuern. Ähm äh, bisschen Auswahl habe ich noch. Ein wenig Auswahl habe ich noch. Ich kämpfe mich da schon irgendwie rein. Das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir glauben. Ich kämpfe mich da irgendwie rein. So. Ja, den und dann brauchen wir den noch bearbeiten. Full mit 2 und dann Srottle. Full Srottle. Ich glaube, es ist so. Und hier dann ändern. So. Auf ein neues geändert. Daraufhin kann ich jetzt das anhalten, das schließen, damit sich da nicht mehr... Okay, muss ich ganz anders machen. Der killt mir das. So ist besser. So ist das viel besser. Dann kann ich das wieder hier runterschieben. Das kann ich wieder hierher ziehen. Das kann ich daher ziehen. Ne, das kann ich sogar wegmachen. Braucht man nicht mehr. Das kann ich hier rüber ziehen. Das kann ich zumachen. Kann sich nur um Stunden handeln, Kinders. Kann sich nur um Stunden handeln. Und gib ihm. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das wäre sehr schön. So, und jetzt bitte erst in ein Menü, wo ich dann was ändern kann. Hilfe und Optionen. Einstellungen. Es müsste funktionieren. Kinder, es funktioniert. Ich habe es geschafft. Es ist nur jetzt viel zu groß. Gleich habt es. Gleich bin ich bei euch. Gleich können wir einfach weitermachen. Als wäre nie was gewesen. Jetzt ist es natürlich zu klein. Na. Yep. Es hat funktioniert. Es funktioniert. Spiel laden ist gut. Wir haben es noch nicht angefangen. Hier neues Spiel. Puh.
Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das Erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Es wird... Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ripburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an. Meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ripburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Es wird. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Schaffen wir. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Wie gesagt, Das ist gute wir kommen Werbung bestimmt und noch könnte mit unserem Ihnen Image zurecht, nicht was da schaden, ist. wenn man uns zusammen mit Voraussetzung, echten dass der Kunden Bäcker von mal Corley macht. Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne Sonntag kann damit er sowieso fahren auf. würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen Ja, hätte, stimmt. dieses Sonntag Problem könnte im du brauchst wieder Innenraum. Kaffee gegen das Ihre doch. Ohren sind völlig gesund. Ein Backel. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Und Ein halbes Backel von Würfeln. dann mache ich halt Rührei mit gewürfeltem Speck drin. Sag ja, wir kriegen schon zwei Stück den was drauf. Vielleicht das auch nicht Wir kennen den Speck den ersten Das Steiner sind Jungs, mit denen ich wirklich gern mal kann fahren ich schnell würde. machen, das ist Los, super gebt Aufwand. Gas, ich will wissen, wer das ist. Wollen Sie nicht wieder noch tun, sondern die Haue ist halt. Schaut das so weit gut aus, Kinder. Das schaut doch aus, als wird's laufen. Reicht es nicht? Wir haben 6 hart gekochte Bunte noch. Das sei, du hast die heute mit in die Eier genommen. Dann sind wir auch noch da und die 6 Eier haben Ich glaube, das kriegst Eier noch. Eier, das ist ja, wir haben ja nicht nur Eier. Und wir sagen das still. Nur wegen Saft und Eiern brauchst du alles nicht. Na, das nehme ich. Wir werden schon satt, Schätze. Wir werden nicht verhungern. So, Spielprinzip ist das gleiche. Es ist auch geremastert. Aber wir spielen keinen Piraten mehr. Wie euch das vielleicht gerade aufgefallen ist. Weil das mit dem Piraten leider nicht mehr funktioniert hat. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Das Wenn sind uns nicht wir. weiter ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur Also, die Ruhe. der Vordere. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange?
Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Noch was auf. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre. Ripburger! Jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Redburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. So. Kinders, das schaut gut aus. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Okay. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Yahoo! Puh. Steuerung. Menü öffnen. Esk. Okay. Dialog überspringen. Punkt. Hatten wir gerade eben schon. Kommentar abspielen. A1 Render-Modus wechseln. Objekt hervorheben. Shift. Zwischensequenz überspringen. Backspace. Motorrad steuern mit links, rechts und... Oha. Mit links, rechts und der Maus. Das ist neu. Oder nein, mit der Maus oder links, rechts. Okay. Gehen, Verbauswahl öffnen, bestätigen, angreifen, Motorrad. Links, rechts, Inventar öffnen, Inventar, Gegenstand untersuchen, Ausrüstung wechseln, Motorrad. Das haben wir nicht. Wir haben keinen Controller. Mit so einem Schmarrn fangen wir gar nicht erst an. Gut. Okay, wir waren in einer Mülltonne. Ich habe nichts. Nein, jetzt muss ich hier nochmal speichern, Hilfe, Optionen. Steuerung, wie war das? Okay.
Wofür sollen die nützlich sein? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Sie sind leer. Ah, okay. Leere Kisten. Die sollte man platt machen, um sie zu recyceln. Passt. Hab's verstanden, wie es geht. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Ja, Das mag ich gar nicht. kann ich nachvollziehen. Aufmachen! Oder so? Ich hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Ich suche meine Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. So habe ich mir das vorgestellt. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich habe deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Puh. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Oh, irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mache mich besser auf den Weg. So. Da ist sonst nichts mehr. Geh mal. Jetzt bin ich gespannt, Jungs, Mädels. Wie steuere ich das Motorrad? Wahrscheinlich wird es eine Katastrophe. Wenn ich auf der Straße bin, Na, bisher muss ich nicht. bin ich unverwundbar. Unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Das reicht jetzt. Komm schon, Polekätzchen! Runter mit dir! In Ordnung! Ob ich das gut macht? Ja, da gar keine Chance nicht gehabt. Oh.
Okay. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Keine Sorge, ich habe einen Plan. Sie hatten Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Autsch. Jetzt mach die Augen auf, Alter. Mann, das ist ja fürchterlich. Wie druckt mein Redakteur besser in Farbe? Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Danke. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu brechen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Okay. Ist ein Ansatz, Kinder. Ist ein Ansatz. Ja. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein. Einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erst mal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Okay. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Sowas. Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit.
Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Okay. Aha, aha. So, da geht's raus. Gut. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt. Wirklich? Wo? Ich weiß nicht genau. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Tja, ich mach besser mal einen Abgang. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Wieso ist er denn jetzt gerade rückwärts gegangen? Oh, Mädel, danke für die Hilfe. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. So, wir gehen dahin. Wer ist da draußen? Hey, Ich versuche hier drinnen Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Ich glaube, das ist viel schöner, wenn er hinter der Tür steht, oder? Was willst du? Gleich kommt ein Typ, der meine Kunstwerke sehen will, also shit. da lasse ich meinen Mund nicht an. Der hat schon genug. Ah, ja. Ich hoffe, er versucht nicht, die zum Leben zu bringen oder sowas. Ich erkläre das hiermit zum langweiligsten Werk der Ausstellung. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Okay. So.
Mach auf, Todd! Bessere Idee, glaube ich. Wir nehmen den Seiteneingang. Okay. Okay. Ein Dietrich wird hier nicht helfen. Ach, das ist ein Dietrich. Das ist ja ganz schlau. Nein. Ich dachte halt auch, der würde da hochklettern, weißt du? Nein. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Macht sich nicht besonders an meinem Bike. Okay. Der Rest ist nur diese komische Scheiße, so, oder? Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Ich könnte es versuchen. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Nein, 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 nein. Ah, nein, das war nicht der Plan. Geh wieder zurück. Nein, das war zu weit. So. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich reinkomme. Oh, was haben wir da? Nicht zu Fuß. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Nein. Nein. Sehr schön, wie er gelaufen ist. Sehr schön, wie er gelaufen ist. Gut. Und wieder rein. Das da oben ist ein elektrischer Zaun.
Okay. Ja, ich denke, dass wir irgendwas da hinten machen müssen. Steck das mal ein. So. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, ich sehe niemanden. Vielleicht ist niemand da. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Leute? Vielleicht will uns nur jemand verscheißern. Nein, Sie haben diesen Kerl nicht erwischt. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und sehe mir das aus der Nähe an. Ist ja ein nettes Ding. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Ich glaube nicht. Nein. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Das ist aber immer noch nichts. Hm. Mhm. Ein Schlauch wird hier nicht helfen. Ein Schlauch wird hier nicht helfen. Ein Benzinkanister wird hier nicht helfen. Ich glaube nicht. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist er. Den kriegen wir. Wo? Da drüben. Schnell, auf die andere Seite. Spritz. Wo ist der hin?
Spritz. Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss? Nein. Holen wir Verstärkung. Oh, gut. Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. So. Was halten wir davon, wenn wir jetzt so und dann Warum sollte ich das verschließen? Warum sollte ich das verschließen? damit wir Warum sollte ich das verschließen? Wir können das natürlich auch hier festmachen, oder? Ah. Wir kommen schon noch dahinter. Ja, das war doch mein Plan von Anfang an. Schrott. So, wo ist die? Da ist die Gabel. I saw it. Okay. Platz. Böser Hund. Okay, das war falsch. So, weiß es nicht so ganz. Ah, hier oben kann man auch langlaufen. Das ist ja nett. Wie steuere ich das? Wie steuere ich das? Objekt hervorheben. Kommentar abspielen, Randnummer wechseln.
Nee. Ich habe das 4. Spiel nicht steuern können. Und ich habe es nicht sag's mir, auf Fenstermodus gebracht. Ihr habt also gar nichts gesehen. Das ist nicht so ganz der Sinn gewesen. So, jetzt machen wir hier nochmal. Und deswegen keinen 4. Teil, sondern Full Throttle. Full Throttle, Vollgas. Ich kann es mir nicht erklären. Hey Joel, grüß dich. Na, alles fit bei dir? Wie waren deine Streams heute Nacht? Gestern Nacht. So, wie kriege ich jetzt da das Fleisch ein? Schutz aus, böser Hund. Böser Hund. Komm her, Fifi, komm, komm, komm. Bon Appetit, Bastard. Moin Joel, moin Axel, nur bis 3:40 Uhr. Ja, ich schäme mich, das ist ja gerade mal die Hälfte. Axel, ja. Ah ja, Gott, ist doch okay. Wenn es so ist, ist halt so. So, wir fahren jetzt nach unten einmal. Stopp, reicht schon, reicht schon, reicht schon. So, und dann fahren wir nach unten einmal. Okay, ja. Kann der blöde Hund bleiben, wo er will. Jetzt kann er da drin hocken in seinem Auto. Das ist mir wurscht. Haha! Das zählt nicht. Deutlich mehr Erfahrung. Ich weiß, was ich alles machen muss. Wir haben eine fetzen Gaudi gehabt mit den blöden Spielen. Eine Wahnsinns-Gaudi. 3 Spiele haben wir schon durchgebracht. Ja, bei dem wird es jetzt ein bisschen schwieriger, weil da habe ich nicht ganz so viel Erfahrung. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden?
Direkt neben Ja, dem Wasser. genau das ist der Punkt. Wenn man nämlich nicht mehr kann, muss man aufhören. Warte Und mal wenn kurz ich nicht mehr draußen, dann kann, mach dann ich da sie die auch raus. sofort Ich aufhören. arbeite an einer Überraschung. Weil das ist not so funny, I think. Hey, ich wollte dich fragen, was ist das für ein Foto? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Übrigens, Axel, mein Freund, hier. Hast du es mitgekriegt, Naja, wie den komischen Pete starb am Ende. Aber ich Bubblegum-Scheiß gefressen hab? Okay, pure Neugier. Ich bin jetzt weg. Put Teufel. Nein, wir müssen den noch nicht in der Autopresse Ich schirmen. hasse Überraschungen. So, was brauchen wir jetzt? Hier kommt sie. Meine neue Maschine, meine neue alte Maschine. Oh. Na, Da grinst er. gut oder was? Du bist Da unglaublich. grinst er. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Das musst du nicht zurückziehen, Also, Joel. was Das ist ist die absolut Überraschung? okay, sowas. Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja, Aber nur die Vultures haben... ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraust mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Also abgesehen davon, dass es wirklich Watte ist. Davon, dass es ist wirklich Watte. Schmeckt's halt 2 Minuten schon lau und dann schmeckt's scheiße. Dem geht's besser wie uns zwei. Der hat die ganze Nacht geschlafen, der Drecksack, der faule Hundling. Statt dass er gleich vorbeikäme, ist gestern Abend auf ein Papierli. Aber ich darf mich nicht beschweren, er hat mir halt was zum Essen gebracht. In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Und merci für 5 Zuschauer und 4 Likes schon wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe mich schon verabschiedet. Was willst du denn dann hier jetzt? Habe ich irgendwas verpasst? Was habe ich denn jetzt verpasst? Der Hinterhalt ist in der anderen Richtung. Dann fahren wir halt dahin. Wie war's? Müsstest, wenn dann den aus der Beschreibung nehmen wir unten, glaube ich. Da ist auch noch drin, ja. Leider geht er nicht. Den müsstest du, wenn du was absolut unnötig wäre. Okay, da kann ich nicht lang fahren. Was machen wir jetzt? So, wunderbar. Ja, und jetzt? Ja, aber was soll ich denn jetzt? Jetzt fahre ich dahin, fahre zurück, fahre wieder dahin, fahre wieder zurück. Ah, ich habe da eine Idee. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven. Das Der Sound in dem Spiel ist halt auch geil. Schnappen wir ihn uns.
Alle Einheiten mir nach. Bam, badadadadadum, badadadadadadum. Ja, wo ist meine Maus? Jetzt da. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Ripburger? Hab ihn eine Weile Blase nicht wie mehr ein gesehen. Fingerhut. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sand. Oh Gott, ich glaube zu wissen, was die jetzt machen. Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du Ja, hättest in den super. Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Das war ein Schwassi. Abstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. King Louis, grüß dich, schön, dass du vorbeischaust. Nein. Wie geht es Nestor dir? wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung. Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm. Noch einen für unterwegs? Crowley? Crowley? Ben. Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Bitte. Ja, das ist nicht schön. Ripburger hat das Das getan? ist Ja, nicht er schön. wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Oh Gott. Verstehst du mich? Kleinbusse. Ja. Du musst Ich dich bin an ihm wirklich für schon mich müde. rächen, Ben. Wobei Versprich mir, ich dass du inzwischen ihm diesen wehtun wirst. extremen Tiefpunkt, den habe ich schon wieder überstanden. Ich hab's gehört. Ich möchte, dass meine Ich gehe Tochter ganz nicht stark mehr davon lebt. aus, dass es völlig unnötig ist. Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 Merci, Jay, für den Euro. Den nehme ich mit Handkuss. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter. Ben. Kommt Arno der Alert. Finde Der kommt immer ein Maureen. bisschen verzögert. Maureen? Murray? Ripburger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Aber warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Geh noch mal raus. aber ich glaube, dieser Haufen ist Boles. Ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Mo's Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Ja, da habe ich kein Problem mit. Jill, damit habe ich kein Problem. Was können wir hier? Gar nichts. Dann gehen wir wieder. Ich habe nichts. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden.
Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerz. Ich danke dir nochmal vielmals. Schön, dass du mal vorbeigeschaut hast. Und früher oder später sehen wir uns auf alle Fälle. Hoffnung im Moment. So, und dann schauen wir da noch rein. Grubby! Grüß dich wieder. Schön, dass du wieder da bist. Alles fit, der ist leer. Okay. Da ist sonst nichts. Da hätten wir das Motorrad. Vielleicht versteckt sie sich da unten. Nein, tut sie nicht. Ihr seid lustig. Sandkasten. Offenbar hat der Kerl einen Hund. Okay. Heute Abend kommt Hassliebe. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann es mir dann erst heute Nacht anhören, weil ich habe ja noch das Quiz. Ah, da. Hat sich die da drin versteckt? Ich habe noch eine Information. Hassliebe kommt heute 20 Uhr online. Dann kann ich es mir vielleicht sogar live anschauen. Ich bin gerade überlegen, ob ich überzirk die 24 Stunden und vielleicht sogar noch eine hier hängen. Also wirklich bis der Counter abgelaufen ist. Weil da ist ja eine Stunde voll drauf. Weil ich habe ja danach noch das Quiz. Da muss ich um 21 Uhr bereitstehen und um 22 Uhr geht das los. Ah? Weiß ich nicht. Und der Rappel zappelt immer noch da dran rum. Nee. Geht's aber auch nicht weiter. Da ist auch nicht. Ja, das will doch keiner. So, da ist sie nicht. Wo könnte sie denn noch sein? Aber die versteckt sich doch nicht da vorne, oder? Nee, tut's auch nicht. Aber wir könnten nochmal hinten rausfahren, vielleicht sind es bei der Hütte. Oder ist bei der Hütte. Das kann sein. Fahren wir zur Hütte. Ja, er fährt jetzt alle hinter.
Sehr schön. Und ich habe noch eine Info. Und die wäre... Die Katze von Grubby lebt noch. Das ist ein Wunder, denn Grubby steht wortwörtlich auf seiner Katze. Wie Grubby steht wortwörtlich auf seiner Katze. Penner. Der Kerl gehört mir. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis. Siehst du keine Nachrichten? Bis deine Katze auf Pfoten gestiegen oder so. Bin ich halt noch da. Also es passiert heute einfach immer. Die legen sie aber immer dahin, wo es nicht müssen. Ups. Tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowweed aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind... Bist du, ja, meint ist passiert. Ich hätte die Gang nicht hier lassen Katz noch sollen. gesund? Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Die häuten Du wahnsinnig willst früh mich doch aus, nicht gell? nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Tracker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Sieh mal, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Ich habe gerade einen umgebracht. Ich stehe kurz davor. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog. Ja, Emmett? Ich steche hier ein bisschen auf dem Tisch rum. In Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich bin okay, du bist okay Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quahog. Oh Gott. Dem hauen wir jetzt aufs Maul. Er hat ein Messer. Dann treten wir ihm aufs Maul. Besser? Er hat ein Messer. Oh, schön. Der Bildschirm hat keine Knöpfe. Ja, na klar. So wie ich dich kenne, lieber Joel, hast du schon mal gefragt. Darum noch immer.
Ah, das war wieder der falsche. So und so. Ich habe noch nicht so ganz raus, was wir hier treiben. Aber wir werden das bestimmt noch rausfinden. Wir fahren jetzt nochmal daher. Irgendwas müssen wir daher finden. Wir haben jetzt das Beutel gefunden. So, wir schauen jetzt da nochmal nach. Aber da war ja gar nichts, gell? Da war bloß der Haufen und der Ding. Das schauen wir nochmal durch. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Und drinnen war gar nichts. Ich verstehe es mal wieder nicht. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ich gehe kurz spazieren. Viel Spaß! Schnaufe mal frische Luft für mich mit ein. Die kann ich ja brauchen nach dem Tag dann. So, auf nach Norden wieder. Und 8 Zuschauer und 5 Likes, ihr seid ja wohl echt super. Die Mogai. Hey! Hier drüben! Ben! Ben, keine Oh, Zeit zum guck mal Reden. an, wie es dir entkommen. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Und merci für 7 Zuschauer und 6 Aber Likes. irgendein Trotzdem Kerl immer hat noch die meine besten. Kamera genommen. Trotzdem immer nur die hast du besten. Ich keine muss jetzt einmal Fotos? was anderes tun. Naja, ich habe den Da noch Corvus Mellow eine nicht Kleinigkeit verfolgt. versteckt. Aber dahin kriegen mich keine Versteckelt! Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweisungen, durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Ich hasse es. Es war schon als Kind war das schon so, dass ich da durchgestochen habe. Hat sich nicht keine verändert. Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Jetzt habe ich mich angesaut auch noch. So. Was ist jetzt passiert? Das wollte überhaupt keiner. Nein, das wollte ganz sicher überhaupt keiner. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, da sind wir wieder. So.
Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Yeah, that's you, my friend. Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter. Auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, okay. Du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Ja, ja. Der Hammer. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich, hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Ich habe nichts. Das könnte ich nicht aufbrechen. Ein Haufen Bikes. Ja. Ja. Axel, weißt du, dein Alert hat's nicht angezeigt, weil du schon mal Abonnent warst. Sieht aus wie ein Nerzfell. Nimmst du das? Ich hab's nicht so mit Pelzen. Schrott. Und ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Mo? Okay.
Sprit geklaut. Warum haut sie von mir ab? Sie denkt wohl, die ganze Welt ist gegen sie. Ich glaube, ich weiß, wie das. Jetzt reicht's. Er ist tot. Dieses Schild. Das bedeutet, ich bin im Cavefish-Territorium. Cavefish. Nice, guys. Wertlos. Wir haben uns ausgetrickst, Brüder. Zurück zur Höhle. Sieht ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. War das gerade die Synchronstimme von Bud Spencer? Tee trinken. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Ziemlich viel Gewicht auf den Babys. Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Doch, ist nicht. Und nun? Was für eine Sauerei. Das nenne ich Unfallgefahr. Für heute hatte ich genug Gewicht heben. Okay. Okay.
Sieh nur, wie er läuft. Ich laufe, wenn ich nicht fahre. Ich mag das. Boss, das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Corley-Göre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Wow. Was für eine Erkenntnis. Wow. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Weil sonst ist hier ja nichts. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Ja, das nutzt da nichts. Halt. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Und die sollen wir jetzt wieder aufbauen, oder was? Hallo. Wie halt das Ding immer quer auf die Straße stellt, oder? Alles gut? Das ist eins der Dinge, die ich nie gebraucht habe. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Können wir da noch was mitnehmen? Den fasse ich nicht mehr an. Okay.
jetzt mit Volker-Rache über die... Nein, wir wollen da drüber springen. Ich will das. Und meine Zuschauer wollen das auch, dass wir da drüber springen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nicht? Okay. Er tut's nicht. What should I do when he don't would like to do? Nein, keiner hat hier noch recht. Father Thorn. Hab dich nicht mehr gesehen, seit du von den Polecats weg bist. Hey Ben, was macht meine Gang? Ja, das ist eine lange Geschichte. Kennst du einen Weg um die Poyahoga-Schlucht? Um sie herum? Die ist viele Kilometer lang, Ben. Wo ist das Problem? Hast du was gegen die Brücke? Die ist explodiert. Oh, schade, das habe ich verpasst. Naja, du könntest ja springen, so wie Ricky Myron. Die Käfisch lag an seiner Rampe in ihrem Versteck. Wo ist das Versteck der Käfisch genau? Das muss irgendwo an dieser Straße sein. Der Eingang ist völlig unsichtbar, solange du nicht so eine verrückte Käfischbrille trägst. Was machst du hier draußen? Weißt du, der Ruhestand ist ziemlich beschissen, Ben. Also dachte ich, ich komme mal wieder zur Old Mine Road und suche nach etwas Ärger. Du willst hier kämpfen? Dafür ist die Old Mine Road doch da, Junge. Irgendwelche Tipps für den Kampftalk? Oh, Ben, wer ist härter? Du hast recht. Keiner ist härter, als ich es bin. Das ist mein Junge. Nun, dann mach's gut, Fahrer. Mach sie fertig, Polecat. Ah, den brauche ich, weil der hat nämlich die... What the fuck was this? Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer. Warum? Tada! Ich komme nicht dran. Jetzt habe ich es gesehen, was die machen. Jetzt habe ich es gesehen, das habe ich vorhin einfach nicht gerafft.
Den mag ich, den hau ich um. So einen habe ich schon mal gehabt. Hey, das ist ja mein alter Freund. Wie heißt er doch gleich? Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Meine Knöchel haben schon angefangen zu jucken. Also das habe ich noch nicht so ganz raus, habe ich das Gefühl. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Da ist er wieder. Ah, du kommst wegen der Nachhilfe in Schmerzen. Pass genau auf, das wird wehtun. Ja, ist das schon alles, was du Okay. Kann sich nur um Stunden handeln, bevor wir hier mal nicht auf die Fresse fliegen. Ja, schon wieder. Yeah. Das finde ich gut. Jetzt haben wir so ein hübsches Kettchen. Was ist los? Kleine Hose? Friss Nitro-Schnecke! Das ist ja wieder unser Spätzle. Vater Thorn. Du schon wieder. Hey, Ben. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie fertig, Polecat. Mein Gott. Wir werden doch jetzt noch den einen oder anderen von den blöden Motorrädern dreschen können. Der schon wieder. Der haut ja wieder ab, die feige Sau. Na? Ballast abgeworfen Da oder drin sowas? sollten noch ein paar Boots übrig sein. Yeah. Grins. Macht das schön. Aha. Will mir jetzt einer erzählen, dass die Holzstange mehr Schaden macht als die Ketten? Okay. Kinders. Der ist gerade gestanden, der Drecksack. Na toll, der hat halt auch nichts für uns gehabt, gell? Oh, was bist denn du? Dich hau ich schon allein wegen der Friese um. Oh nein, du bist eine Frau.
Den hau ich wegen der Frise um. Die. Du magst Chopper, hä? Was hältst du von diesem Chopper? Ja! Ah, okay. Wenn ich natürlich drüben im anderen Bildschirm hänge, wegen der Maus. Aber wir können doch anders steuern, oder? Können wir nicht nur anders einstellen? Nein, wir können nicht anders steuern. Hallo. Das ist echt scheiße. Ja, jetzt bin ich. Du. Ich hasse es. Er hat Ketten verloren, deswegen. Ei, ei, ei. Wir müssen irgendwann von den Game-Motorradern, weiß ich, dass wir oben haben müssen, wenn wir die blöde Bullen brauchen. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ja, ja, ja. Ich krieg's aber auch nicht. Jetzt muss ich da echt einmal kurz... Wo ist meine Maus? Ich darf gern wissen, wo meine Maus ist. Hey Leute, ich steige mich oben, der letzte Depp. Aber ich habe Bock auf das Spiel. Das ist der Unterschied. Zu anderen Spielen, wo ich mich angestellt habe. Boah, das ist so krass. Der Scheißdreck da. Jetzt bin ich. Du stirbst. Ich hasse Polecat. Das wird man dann mit ihrer Kettensäge. Ja, das ist eher.
So, Ketten wieder zurück. Hey. Bab. Vater Torg. Hey, Ben. Vater Torg, ich brauche deine Hilfe. Die Gang ist im Gefängnis und die Bullen? Ben, ich bin jetzt nicht mehr der Anführer der Polecats. Sondern du. Siehst du denn nicht? Ich bin im Dauerurlaub. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie fertig, Polecat. Oh. Ich hab doch gerade Vollgas wieder gegengelenkt. Ketten jetzt wieder weg, oder? Sie hat Motor sehe ich gehabt, oder? Du willst noch mehr? Jetzt Ja, sie hat Motor sehe ich gehabt. Jetzt bin ich sauer. Das hätte ich gewusst. Du stirbst. Dieses Jetzt wirst du. Jawohl. Konntest mir mal mit deinem nettes Teil. Da die hergrinsen, wenn ich plötzlich so Dinge in der Hand hätte. Jetzt brauchen wir trotzdem noch den Typen vom gelben Motorrad. Da ist er. Das muss jetzt funktionieren einfach. So leicht ist das. Wie soll ich die denn runterkriegen von ihren Motorrädern? Das ist ja der Wahnsinn. Du willst noch mehr? Ich frage mich, wo die Waffenkamera ist jetzt. Oh.
Om man zwar hier, Flux auf fressen. Puh. Father Pocket. Oder wie auch immer. Father Talk. Father Talk. Wild. Hey, Ben. Irgendwelche Tipps für den Kampftalk? Oh, Ben. Wer ist härter als du? Was ist mit diesem Käfisch los, Mann? Pass auf, Ben. Die sind hier draußen nicht zum Spaß. Sie entführen große Trucks. Das ist Bestandteil ihres Glaubens. Komm ihnen nicht in die Quere. Das sind blinde, kaltblütige Killer. Diese Rottweiler sind widerliche Brüder. Sie sind auch nicht besonders hell. Ich bin sicher, du kriegst das schon hin. Wie können die Käfisch fahren, wenn sie blind sind? Naja, sie sind ja nur deshalb blind, weil sie diese Spezialbrillen tragen, um ihre empfindlichen Höhlenaugen zu schützen. In diesen Brillen sind Spezialsensoren. Die registrieren die Punkte auf der Straße und größere Dinge der Umgebung. Damit orientieren sie sich. Ganz schön bekloppt, was? Die Vultures sind schnell und sehr durchgeknallt. Die Kerle mit diesen Boostern sind schwer zu erwischen. Denk immer daran, Ben, es geht nicht um die Muskeln. Es geht um das Timing. Wirklich, ich muss jetzt weiter, Ben. Zu viele Wanzen gegessen. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie Okay. fertig, Polecat. Es geht ums Timing, nicht ums dauernd draufklicken. Ha! Dominik dran. Oh Mann. Fetter Sack. Wieder da? Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Der mit seinem Holzbredel, die anderen mit ihrer Kettensäge, die anderen mit ihrem scheiß Öl umeinander gespritze. Die machen mich fertig. Und ein bisschen muss ich wie ein Stier und ich kann nicht Pause drücken. Kann ich Pause drücken? Ah, okay. Warte. Steuerung. Motorrad links, rechts. Und Waffe ist Enter oder Tab. So, dann kann ich jetzt einmal ganz schnell. Weil sonst geht's in die Hosen.
So, Kinders, da bin ich wieder. Jetzt mischen wir die Straße auf. Zappel ich auch nicht mehr so. Achso, ich bin falsch. Hier bin ich. Ja, ausgemacht haben wir. Können wir das wieder. Grubby, weiß ich nicht, ob gerade da ist, aber der wollte ja duschen gehen. Ja, der. Okay. Oh, die Kettensägentante. Kettensägentante. Du willst noch mehr? Du willst... dafür schneide ich dir den... Die haut halt einmal hier, weißt du? Okay, mit der Tastatur ist auch noch nicht so viel besser. Und wieder die Kettensägentante. Du willst noch mehr? Dafür schneide ich dir... Ich hätte gern was Steifes, nichts Klatschendes. Ja, Timing. Ja, soweit ich weiß, ist er duschen gegangen und wollte aber dann wiederkommen, glaube ich. Der druckt ihm bestimmt noch einen Schnaps ein. Jetzt bin ich sauer! Verrückter Penner! Leider, leider nein. Oh, ich habe mein Beutel ganz schön verschoben, ha? Sehe ich gerade, ich habe dass ich mein Beutel brutalst verschoben habe. Da habe ich ganz schön was verschoben. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ist das schon alles, was du...
geht meine Enter-Taste nimmer. Wunderbar. Also doch wieder mit der Maus. Da ist er ja gleich wieder. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Julian, grüß dich, schön, dass du da bist. Alles fit bei dir? Ja, bis auf dass ich noch nicht ganz raus habe, wie ich das alles machen soll da bei dem Spiel, geht's mal ganz gut. Erstaunlich gut nach 21 Stunden. Er kommt von Joel, okay. Sonst... ja. Oh, die Kettensägen-Tante. Du willst noch mehr? Ach, jetzt wollen wir dich Wie soll denn das gehen? Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ja. Ja. Ach, das sind zwei Joel-Lives. Jetzt sehe ich es erst. Jetzt sehe ich es erst. Da ist ja ein Leerzeichen dazwischen. Verwirrung. Also für mich ist jetzt gerade Verwirrung. Totale Verwirrung. Also ich gehe davon aus, dass du irgendwie mit dem Joel... Du willst noch mehr? Okay,
Und der andere Joel ist aber auch der Joel, oder? Ich hasse Postmans. Wieder da? Diese blöde Maus. Ich hoffe, dass die schuld ist. Sonst bin ich schuld. Nesen. Ich kenne doch noch den Unterschied zwischen... Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Ja. Ja. Ich versteh's nicht. Warum geht das nicht? Ja, und jetzt wieder die Kettensägen-Tante. Du willst noch mehr? Du willst Feuer. Okay. Also ihr seid beide meine Joels. Und ihr seid vor allem auch derselbe Joel. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Ja. Okay. Ja, dann passt sich's doch. Du aggressive Endlich haben wir mal wieder ein Ohr gekaut. Ja, die Ketten haben wir jetzt schon 10-mal gefühlt. Hier ist die Max, servus, vielen lieben Dank. Warum gehen meine Alerts nicht mehr? Ich muss schauen, warum meine Alerts nicht mehr gehen. Die haben doch die ganze Zeit funktioniert. Ja, die müssten eigentlich schon gehen. Vielen lieben Dank für Abo und Like. Wieder da? Ja. Ja. Und mir geht's gut für 21 Stunden 15 Minuten. Erstaunlich. Aber ich merke, dass meine Reaktion ordentlich nachlässt. Oh Gott, das ist die Tante. Du willst noch mehr? Du bist Feuerholzkumpel. Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Ach komm. Jetzt lasse ich schon den an, habe ich schon ihr mal den Ding gelassen. Wieder da? Gut.
Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Das ist voll nett von Joel, ja, der ist ein ganz lieber Kerl. Freut mich sehr, dass du da bist und dass du von Joel gehst. Da geht natürlich Liebe raus an Joel. Ich schicke meine leider auch immer zu ihm. Das ist so, eine Hand wäscht die andere, das machen wir total, das machen wir beide sehr zuverlässig. Hau jetzt zu. Jetzt bin ich sauer. Ist das, Charlie? Ja. Ja. Hau zu jetzt da! Ja. Gamer King, merci für dein Follow. Ja, sei sauer. Oh, den zockt mir jetzt auch. Ich weiß auch nicht, ich verstehe es nicht. Kommst auch von Joel? Ja, Wahnsinn. Joel, was tust du Wieder mit da? mir? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Ja. Ist das schon alles, was... Ich hätte auch gern so eine Holzlatte, die scheint ordentlich Dampf zu machen. Da lang geht's. Oh, jetzt kommt Madame wieder mit ihrem... Vielen lieben Dank, ihr seid ja der Wahnsinn. Joel, was bringst denn du da für Leute Du mit? willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Ich fahr doch weg von hier. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Nee, kann ich leider momentan nicht nachvollziehen. Die ganze Zeit haben die Alerts gut funktioniert und jetzt seit einer Stunde gar nicht Wieder mehr. da? Gut. Ich habe auch deinen nur Okay, die mitgekriegt. Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Das muss ich bis zum nächsten Mal wieder in den Griff bekommen. Ich habe aber, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt auch nicht mehr den Nerv dazu, mich damit noch zu beschäftigen. Oh Mann, die Tante wieder. Du willst noch mehr? Du bist Feuer. Warum geht denn jetzt meine Maustaste nicht mehr? Das würde ich schon gerne wissen. Ach so, weil ich wieder da drüben bin. Oh Mann. Weil ich wieder auf dem falschen Bildschirm war. Grützenesen. Da kann ich hier Stunden rumklicken, wenn da nichts passiert, wenn ich da drüben umeinander klicke. Ich verstelle mir hier die ganze Zeit alles. Oh, Jemine.
So, jetzt machen wir hier mal. Achso, nee, warte, Lautstärke, was ist das hier? Texture, Gameplay, Remastered an. Lautstärke, danke, hier. So. Wahnsinn. Ja, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden. Ja, das habe ich alles verstanden. So, dann bringen wir mal die Maus hier rüben hin. Bonusinhalte Neues, okay. Ja. Puh. Ich habe meine Abos auf öffentlich und die anderen nicht. Okay, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Du bist teuer heute. Wie soll ich denn gegen eine scheiß Motorsäge ankommen? Ja, bei dir ist der Alert an sich ja auch nicht gekommen, der normalerweise hier durchs Bild fliegen sollte. Oder habe ich den einfach nur nicht gesehen? Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Die Maus geht nicht. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Ja, diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Moin Joel wieder. Was bringst denn du da so für so viele Leute mit? Das bin ich alles nicht gewohnt. Ich bin total verwirrt. Überfordert. Nein, Spaß. Oh nein, bitte nicht schon wieder die. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Du, oh ja. Ja, und dich geht heute wieder ganz viel Liebe raus, weil es deine Community mit mir teilst. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Ist das schon alles, was... Fall endlich von deiner Scheißkiste. Fall halt endlich vom... Natürlich. Oh Mann. Ja, dann kommt sie wieder mit der Kettensäge. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Du bist... Oh, meine Augen! Hast du das gesehen, wie schnell das gegangen ist? Ich hab Kettensäge. Ihr habt Kettensäge. Jetzt können die Jungs. Wieder da? Gut. Zeit fürs Picknick. Aus.
Egal, will ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt die Kettensäge. Boah, geht es bei dem auch so schnell? Das wäre so schön, wenn das bei dem auch so funktionieren würde. Na endlich! Ich will doch bloß dein Brühen. Hab jetzt kein Brühen gekriegt. Oh Leute. Wieder Zeit fürs Picknick. Das Spiel ist gar nicht so schwer, wenn man plötzlich eine Kettensäge hat. So, und du gibst mir jetzt gefälligst die Brühen. Ich will deine Brille. Dein Moped interessiert mich nicht. Da bist du wieder, Mädel. Du willst noch mehr? Jetzt aber reihum, Freunds. Da wird doch wohl irgendwann noch mal so ein Brühen abfallen, oder? Ne? Ist noch nicht. Zeit fürs Picknick. Also die Kettensäge, das ist schon eine Macht, oder? Das zerlegt ja an jeden. Jetzt gib mir dein Brunnen. Du kannst dein Moped in die Luft springen, aber tu dein Brühen vorher. Ist Grubby beim Fuschen eingeschlafen? Es kann schon sein, dass der beim Duschen eingeschlafen ist. Der war gestern sehr lang da, hat heute gar nicht so lang geschlafen. Duschen. Ach, du meintest gar nicht fuschen? Da habe ich mich jetzt aber verlesen. Nein, alles gut. Ich bin ein bisschen blöd momentan.
Ja, ja, ja. Also mit der Kettensack zerlegst wirklich an jeden, ja? Aber du kriegst halt Korbrühen nicht. Du willst noch mehr? Könntest du ihm bitte sagen, dass er auf Discord schreiben soll? Wenn er kommt, sage ich ihm Bescheid, dass du ihn auf Discord erwartest, jawohl. Mache ich gern. Jetzt muss ich da nachschauen, das macht mich fertig. Wieso kriege ich die Brühen nicht? Okay. Es ist tatsächlich so, dass es für jeden extra Waffen gibt. Die mit der Kettensack hätte ich nie besiegen können, wenn ich ihr nicht das Zeug in die Augen schüttet. Was Zufall war jetzt. Der gelbe Fuzzi, den muss ich mit dem Brett aufs Maul holen. Und mit der Kettensäge kannst du, wie wir festgestellt haben, alle zerlegen. Du willst noch mehr? So, jetzt brauchen wir das Brett. Und zwar in dem Moment, wo er aufschaubt. Und jetzt kriegen wir Salbruin. Yes, baby. Na also, es funktioniert doch. So schlecht ist meine Reaction nicht. So, irgendwo hier muss dieser blöde Eingang sein. Nein, das war nicht der Plan. Aber alle Waffen Ich wollte das nicht. Nix Ausfahrt. Die Ausfahrt interessiert nicht.
sehe es aber nicht. Das blöde Versteck. Der zockt mir aber bloß Ausfahrten, oder? Ich sehe das Ding nicht. Gut, jetzt bin ich seit zweimal im Kreis gefahren, habe nichts gesehen. Zugang zur Käferschule zu bekommen, dort fahren wir. Hier absteigen und wir fahren Wenn wir gegen einen gewinnen, erhalten wir eine Brille, die wir beim Fahren auf der Straße einsetzen können, um Zugang zur Käferschule zu bekommen. Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit. Wo ist die blöde Käferschule? Da konnte ich es gar nicht aufsetzen, weißt du? Ich raff das nicht. Niemand möchte hier eine Ausfahrt mitnehmen. Kinders, wo ist die Höhle?
Auge raucht mit. Theoretisch müsste es ja mal sein, wo man einigermaßen gerade auf das Ding fährt, oder? Auf die Wand zufahrt. Sagt ihr die? Ich sag die nicht. Irgendwo muss da eine Höhle sein, in die wir reinfahren können. Ausfahrt ist mir egal. Ich möchte nur die blöde Höhlen finden, damit ich die blöde Sprungchancen finden kann. Hallo. Fahrt der eigentlich Alarmkurven umeinander oder fahrt der... Achso, der fährt Alarmkurven. Da muss ich gar nichts machen. Ich sehe aber die Höhle nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Irgendwo auf der Straße muss eine Höhle sein. Und ich sehe es einfach nicht. Da geht's wieder zum Highway 9 auf.
Vielleicht ist die Bojen kaputt, die wir da geholt haben. Ich raff's halt nicht. Da war's. Da war's. Da stand Höhle. Da stand Höhle. Wir warten jetzt einfach, bis da wieder Höhle steht. Ha. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Da steht halt wirklich einfach Höhle dort und das ist alles. Ich hab denkt, das sieht man vielleicht auch. Wie lang ist denn die Straße? Das ist ja der Wahnsinn. Ausfahrt. 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 Höhle. Geschafft, Kinders. So, wir fahren. Nein. Nein.
Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. O zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Okay. Vielleicht ist dann ein Motorrad, das gar so laut ist, nicht so praktisch. So, einmal, zweimal. Jetzt wäre die Rampe da. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. So, gibt es jetzt da noch eine Möglichkeit, eins weiter hinter zu fahren? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Kinders, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So. Das hätte jetzt Stunden gedauert, wenn ich das versucht hätte rauszufinden. Und ihr seid ja irre. 4 Zuschauer, 9 Likes. So, geschafft. Und wir sind bei 22 Stunden angekommen gleich.
So. Sicherlich keine Ausfahrt. Nein. Nein. Ja. Jetzt ist doch Johnson da. Wir müssen erst noch den komischen Turbo Boost holen. Kann das sein? Dann holen wir halt den Turbo Boost, dann der wir jetzt nochmal Kettensäge auspacken. Zerlegen wir es nochmal die Affen. Er schon wieder. Ja, du bist jetzt sauer, das habe ich gemerkt. Madame Kettensäge. Madame Kettensäge. Gleich zu gleich gesetzt. Du willst noch mehr? Du willst... Nein! Aber die hat's ja schon. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit fürs Picknick. Bitte lass das alles nur so laufen, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich nämlich irgendwo hinkomme und das alles zugegangen. Läuft mal, ja? Spinnst du? Das war es jetzt gewesen. Jetzt bin ich sauer! Ja, du kannst 10-mal sauer sein. Ich brauche bloß noch den Typen mit seinem Turbo. Hyper. Ja.
jetzt da anders passt. Du bist Feuerholzkumpel. Glauben wir, dass wir jetzt Glück gehabt haben. Ja, dich braucht keiner, also wirklich nicht. Dich braucht auch keiner. Lern erst mal fahren, Junge. War das Fahrkunst genug? Maschine gerade zum Halten und dir mit der Kettensäge mal kurz über den Sitz zum Fahren. Ja, aber da kommt ja keiner mehr, der so ein Speed-Dingensbums hat. Du aggressive kleine Warze. Was machen da jetzt? Wenn da keiner mehr kommt. So, und jetzt Hilfeoptionen schauen. Steuerung. Objekt hervorheben, Dialog, Kommentar, Rendermodus, Zwischensequenz überspringen, Motorrad steuern. Verbauswahl. Färbauswahl. Bestätigen, angreifen. Färbauswahl. Nein, jetzt bin ich wieder rausgefahren. Ich hab gedacht, da kommt nichts mehr. Manometer. Hab ich das nicht eingebaut? Ich hab das nicht eingebaut. Oder?
Ich glaube, ich hab das nicht eingebaut. Na, ich hab's doch eingebaut. Mann, das ist ein echt prächtiges Bike. Mann, das ist ein echt prächtiges Bike. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Zu einfach. Kinders, das ist zu einfach. Und er fährt ganz zurück. Wir haben drüben. Meine Fresse. Scheint irgendwas Großes drin abzugehen. Wie die Zellentüren in der Einzelhaft. Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Na toll. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripburger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich habe meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Was ist denn jetzt schon wieder? Da hat doch überhaupt keiner hingeklickt. Das ist doch bestimmt. Der ist für Schraubenmuttern. Der ist für Schraubenmuttern. Der ist für Schraubenmuttern. Also, das ist der Haar, ist weg. An dem Fundament muss echt was getan werden. Geschlossen. Die ist versiegelt.
Kinders. Nein, hier ist die Straße, mein Freund. Das ist das Stadion. Souvenirs? Wir haben eure Kappen. Wir haben eure Wimpel. Wir haben alles direkt hier. Offizieller Corley Motors Verkauf. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corley Motors Smashatoriums. Wir haben eure T-Shirts hier. Alle Größen und Farben. Füllt eure praktischen Getränkekappen mit einem Getränk eurer Wahl. Dann bleibt ihr cool und seht cool aus. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Smashatorium-Abenteuer. So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll, jetzt hast du die Batterien gekillt. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas. Wenn wir etwas nicht haben, dann ist was faul dran. Conny das Kaninchen, ihr wisst, dass ihr eins wollt. Diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich, Leute. Und preiswert sind sie. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. %100% Baumwolle. Oh, so dumm. Ich bin allergisch gegen Baumwolle. Was sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung? Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Nicht drängeln, Leute, hier ist genug für jeden da. Der geht mit der Karre um. Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Da kann ich mich dran erinnern. Da kann ich mich dran erinnern. Jetzt muss ich das Licht schon wieder ummachen können. Das wird schon wieder duster. Popping Candy. Schöne Grüße gehen raus an meinen Mod, den Zombiefucker, BZB, den Axel.
Wir essen jetzt Popping Candy. Mm. Mm. Ganz, ganz toll. Und wer spritzelt und glitschelt und ja. Da gehen wunderbare Grüße raus. Selfmade Salsa ist live. Hier seid ihr richtig. Offizielle Quadimoto Smashatorium Souvenirs. Geht nicht mit leeren Händen. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Wenn wir etwas nicht haben, dann ist was faul dran. Schau nicht, hör auf, meinen Ellenbogen abzulecken, bitte. Bitte, mein Hübscher, du musst meinen Ellenbogen nicht ablecken. Hey, nicht da rein! Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Okay. Johnny, bitte hör auf, mich abzulecken. Das muss doch einfach nicht sein. Absolut unmöglich. Absolut nicht. Ich muss Zerlin nicht putzen. An die Karnickel kann ich mich erinnern. Das ist echt... Wann hab ich das gespult, das Sprüh? Ah, das ist also 100 Jahre her. Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Nette kleine Vultures. Das ist auch live schön. Kinders, das ist doch schön. In 1,5 Stunden, ein bisschen mehr waren die 24 rum. Entschuldigung, wollte ich nicht. Nein. Ich hasse Überraschungen. Magst nicht? Ah, fahren wir jetzt mit dem Auto, mit dem Moped hin, oder? Verdammt, schon wieder ein. Ich muss jetzt nur einen Karton klauen.
hab dich gerade begrüßt. Ich hab gerade wieder irgend so einen Süßkram gefressen. Dieses komische Britzelzeug, was du mir da mitgebracht hast. Sehr, sehr nett. Ich muss jetzt nur einen Karton holen. Hallo. Jetzt kommt was, das wird dir gefallen. Das ist doch jetzt auch wieder bestückt frisch, oder? Nur für dich, Axel. Nochmal. Ich glaube nicht. Nein. Okay, ich muss sie wirklich einzeln hinsetzen. Ah, leck mich doch am Arsch. Dann klauen wir uns jetzt noch einen dritten Karton und dann setzen wir die blöden Karnickel einzeln dahin. Mal. Wieso bist du traurig? Das ist eine ganze Kiste. Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen. Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Hm. Ich glaube nicht.
Echt jetzt, oder? Nein. Das ist der Minensuchtrupp, mein Freund. Der Minensuchtrupp. An die konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Nein. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Was man LKW von der Hand umschmeißen kann, aber keine Mine entschärfen. Ja, genau. Nein. Und das war's schon. Wir haben ein paar Karnickel haben wir gerettet. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Waldschatz. Spannt ihn auf. Los, erledigt ihn. Schnell. Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich habe heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Autsch. Dein Vater. Wag es ja nicht von meinem Vater zu reden, du Bastard. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Corley und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Malcolm will. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu verlieren. Okay, das reicht jetzt. Noch nicht ganz. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Eigentlich ist das für den Boden sogar sehr gut. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich
Ja, so eine Art. Nicht umgebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickle ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Benz und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Demolition Derby Amateurmarathon. Der Sepp, der Franz, der Karl. Die Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Ich will kein gelbes Auto. Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmoley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein tödlich aussehendes Gespann, bekannt als die Bum-Bum-Brüder. Versuch jetzt mal abzuhauen, Mopermann. Also dann, seid ihr bereit für ein rückwegsloses Rennen? Seid ihr bereit Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe die gelbe Kiste gekriegt. Ich will die blaue 42 haben. Wo steckst du, Ben? Warte, Mo. Ich komme schon.
Wie soll ich den rammen? Ich komme an den blöden blauen Kahn. Ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Aber ich, oder? Ey. Das war zwar jetzt nicht zwanghaft, ja. Das ist der Weg nach draußen, aber ich komme nicht durch diese Tür. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Das ist der Weg nach draußen, aber ich komme nicht durch diese Tür. Er läuft immer noch. Ben, hör auf, wie den Clown zu spielen und sorge für Ablenkung. Ich bin die Ablenkung. Nimm's nicht persönlich, aber wir brauchen mehr Ablenkung. Das Motorrad wird bewacht. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier weggehen. In Ordnung, ich sehe zu, was ich tun kann. Aber mir brennt's schon unter den Fingernägeln. Ben, du musst für eine sehr, sehr große... Keiner will zu dir hinrennen. Wir gehen hier nicht weg ohne dieses Bike. Was für ein schmerzhaftes Ende! Hey Leute, sieht so aus, als würde die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Wo ist denn jetzt meine Maus hin? Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig und... ihr habt recht. Das Derby ist vorbei. Rennt um euer Leben! Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Alter, du warst doch schon fast draußen. Hör doch auf.
Komm noch nicht dahinter. Ihr rast aus. Na, du Idiot. So, jetzt kann ich nichts machen. Nichts. Und jetzt kommt er wieder raus, kommt wahrscheinlich, und wieder da oben drauf. Ich bleib jetzt einfach auf dem Auto stehen. Vielleicht fängt es irgendwann Feuer. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Boles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun. Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Rächer. Was? Wo ist die tief sentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Na, frage ich gleich. Frage ich gleich so. Ja. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Jetzt Ich habe hoffe, ich's dass gehört. er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim Jetzt gehalten? habe ich's Er gehört. wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Jetzt kommt's. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Stark. Sie war nicht meine Mom. Stark. Ah, aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Game Sound ein bisschen lauter, das ist doch kein Problem.
So. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss. So? Warte, bis die Messgeräte auf 0 stehen und dann tritt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Ja. Das meinte ich mit dem Alert. 2 Stunden später. Das heißt, da kannten jetzt nur 3 oder 4 Kimmer. Hashtag mehr Schnaps. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Gut. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Sagt der Öse, oder? Ja, toll. Hm. Nein, nochmal. Vier, 8, 0, 5, 3, 1, 5, 4, 4, 9, 2, B, 6, 7, 5, 9, 3, 5, 9, 3. Na, da ist auch noch einer. 8, 9, 1, 6, 1. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Wow, eine spannende Lektion. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey, Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Ja, wenn wir wieder hinschauen und alle Zahlen aufdecken kann ich auch nicht, oder? Ups, das wollte ich nicht. Gut. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast.
irgendwo da. Irgendwo da, Alter. Ziemlich einfach, keine Schubladen. Hier schiebt man die Karte rein. Haben wir eine? Haben wir keine. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Grüß dich, Basti. Schön, dass du da bist. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Bald habe ich es geschafft. Den Offiziell Corley eigentlich noch eine Klein. Stunde. Wie ist eigentlich, oder? Ah, nicht mal mehr. 3 Minuten. Ach, Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Oh, Sicherheitsdienst. Hilfe! Sicherheitsdienst. Warum hast du so lange gebraucht? Er ist da den Gang runter. Beweg dich. Ich find's aber in dem Fall nett. Das letzte Spiel jetzt war... Mavis sieht schon Gespenster. Katze, pass halt öff. Ja. Böden safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit fallen schon mal welche weg. Die hat nur 5. Die hat nur 5. Die haben irgendwie alle nur 5. Ne, hier ist jetzt probieren wir es mal erst mit der. Da ist eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Cool. Zeit zu wachsen. Reifen überall in der Landschaft.
Reifen überall in der Landschaft. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Die Lampe muss nur neu eingestellt werden. Ist sofort wieder in Ordnung. Ja. Es tut mir schrecklich leid. Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. Man hört mich fast nicht, ich rede auch nicht viel. Eieieiei. Das ist nicht zu tolerieren. Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ich sag ja nicht viel. Ja. Wie ich schon sagte. Ach ja. Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt der auf den ganzen Müll? Hilfe! Okay, das wollte ich nicht. Sicherheitsdienst! Es war derselbe Kerl, der Große. Aber dieses Mal fängst du ihn bitte, ja? So langsam wird das langweilig. Das Tresor sperren wir weit offen, aber das fällt dir nicht auf, gell? Ich glaube nicht, dass man damit Tonbänder abspielen kann. Eine Idee. Verschlossen. So, ich werde jetzt selber anfangen, ein bisschen zu zocken und zu streamen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg für die letzten 2 Stunden, beziehungsweise die letzte Stunde. Vielen lieben Dank, mein Freund. Einen hellen neuen Morgen. Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Muss nur die Birne und den Motor neu justieren. Hier. Ja. Es tut mir schrecklich leid. Ach ja. Und unsere Kinder, ja, sie sind unsere Zukunft. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Ja, darum. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote.
über einen, Ja. Also, ich habe keine Ideen mehr. Das heißt aber, dass da jetzt niemand drin ist, oder? Dieses nächste Dia zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie. Heute ist ja wieder ein Spiel durch, glaube ich. Hallo zusammen. Wenn Sie das hier hören, habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Spiel, was jetzt durch. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corley Motors einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher Adrian Ripburger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corley Motors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Er wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist eine davon. Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey! Wo ist der hingehumpelt? Oh oh. Da läuft er. Und dann hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt. Hau nur ab, Ripburger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon hin sollten. Jetzt hängt mir das Ding im Gesicht. Das ist ja auch nicht zwischen, oder? So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer Danke dich für nicht. 10 Likes, Du wirst Guinness. steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Der hat gerade mein Motorrad kaputt gemacht. Ja, aber nicht. Sie hat meine Rede unterbrochen, Ben. Das hätte sie wirklich nicht tun sollen. Ich wollte gerade von den inhärenten Schwierigkeiten des Motorradgeschäftes sprechen. Kriegst du das verdammte Ding nicht schneller?
Oh nee, das ist zuerst nicht. Spaßig. Aber wir haben noch einen. Spaß. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Verdammt kurz. Es fällt, wenn ich es anfasse. Ich bin gerade gestorben. Lass mich nochmal versuchen. So, wir besorgen uns jetzt vielleicht sind wir dann noch nicht ganz so schnell durch, wie ich gerade Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht Ups, das wollte ich nicht. ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Das hätte sie wirklich nicht tun sollen. Ich wollte gerade von den inhärenten Schwierigkeiten des Motorradgeschäftes sprechen. Kriegst du das verdammte Ding nicht schneller? So, Overload. Ich kann nicht. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Ja, aber ich hab nur das Ding. Verdammt kurz. Das nicht. Es fällt, wenn ich es anfasse. Ich will auch nicht, dass du das blöde Bike anpasst. Klappe. Nein. Lass mich nochmal versuchen. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Sie hat meine Rede unterbrochen, Ben. Das hätte sie wirklich nicht tun sollen. Ich wollte gerade von den inhärenten Schwierigkeiten des Motorradgeschäftes sprechen. Kriegst du das verdammte Ding nicht schneller? Ich habe ein Déjà-vu, das kommt mir sehr bekannt vor, das Ganze.
ein Stock. Du brauchst mehr als nur einen Stock, wenn ich erstmal mit dir fertig bin, Ripburger. Bewegt sich nicht. Ich sehe nirgends eine Mutter. Es ist besser, wenn er nicht weiß, dass ich hier bin. Bewegt sich nicht. Komm schon. Bewegt sich nicht. Ich heb mir die... Ha! Niemand schleicht sich von hinten an mich ran. Hast du nicht gesagt, dieses Teil kann sich nicht bewegen? Ich habe gesagt, es kann nicht fliegen. Ich habe nie gesagt, es könnte nicht rollen. Naja, aber fliegen wäre nicht schlecht, weil wir auf die Schlucht zurasen. Ripburger, du wirst uns alle umbringen. Ben, ruiniere doch nicht das Ende. Wie hält man das Teil an? Im Cockpit. Runter! Vorsicht, Ben! So viel zum Thema Instrumente. Die hätte ich gebrauchen können. Verdammt. Schrott. Nein, take off. Hier geht gar nichts. Was zur Hölle? Ha! Ha! Ben, was hast du gemacht? Na! Okay. Ben! Okay. Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Der ist doch egal. Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Da drüben ist nichts zum Festhalten. Da drüben ist nichts zum Festhalten. Vorsicht, Ben! Ich werde dich und deine Freunde mit mir nehmen, Ben.
Alles, was du nimmst, ist die falsche Medizin, Rip. Jetzt sei halt nicht so blöd und kraxel halt von der anderen Seite oben. Da drüben ist nichts zum Festhalten. Nein, der hat nicht hingeklickt. Irgendwann muss dem doch die Munition ausgehen. Ja, ich hatte gerade die Idee. Ich hab's zu spät gerafft. Ich hab's zu spät gerafft. Lass mich nochmal versuchen. Wo? Ah, okay. Ben! Ben! Kletter schnell zurück! Irgendwas werden wir da schon finden, oder? Verteidigung von mir, Schutz. Ja. Wir kommen jetzt nach 28 Minuten Sprint, dann haben wir die 24 Stunden auch durch. Ach du Scheiße. Lass mich nochmal versuchen. Ja, natürlich lasse ich dich nochmal versuchen. Alles gut. Oh, Jesus. Ben! Ben! Kletter schnell zurück! Nein, eben nicht.
Ja. Bitte sehr. Ich glaube, du hast gerade eine Möwe erwischt. Nun, das beantwortet die Frage. Echt jetzt? Echt jetzt? Lass mich nochmal versuchen. Wenn es an wenigstens 5 Minuten dauert, dann 2. Grotze Fuchsen. Ben! Ben! Kletter schnell zurück! Ja, ja. Zap. 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 Wie poetisch. Wartet, kommt zurück! Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug! Aber jetzt. Das Leben war ein Spiel für ihn. Und er spielte es mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel. Er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Corley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Mo, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben...
Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, 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 das ist verrückt. Ist er durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja. Aha, ja. Gut, großartig. So, das war Spiel Nummer 4 in 24 Stunden. Sieben Minuten zu früh. Geschafft.
Habe ich. Grüß dich, Tobi. Ja, nur 2 Minuten, dann sind die 24 Stunden rum. Aufgeteilt auf 5 Streams. Und die erste Stunde 16 habe ich nicht mehr aus dem Counter rausgebracht. Mir geht's auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich habe zwischendrin, so nach 13 Stunden, 14 Stunden, da war ich so richtig down. Da war ich völlig am Ende. Aber das hat sich jetzt inzwischen wieder reguliert. Jetzt gerade fühle ich mich topfit, kann gleich nochmal 2 Stunden weitermachen, habe ich das Gefühl. Ich bin auch echt am Überlegen, dass ich den Counter noch ganz runterlaufen lasse. Das heißt, dass ich... Jetzt habe ich 4 Spiele durchgespielt, keine Ahnung, noch eine Stunde FIFA dranhängen oder so. Bin echt am Überlegen. Weil ich nämlich auch Angst davor habe, dass wenn ich jetzt nicht weiter zock, ich irgendwo hinsetze und nur kurz durchschnaufe, dass ich im selben Augenblick einschlafe. Ach ja. Ja, das ist ja genau der Punkt, ich mag ja unbedingt. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich habe 4 meiner Jugendspiele durchgeballert. Schade fand ich es, dass es mit Monkey Island 4 nicht funktioniert hat. Ja, denke ich auch. Und dann mache ich jetzt einfach einen 6. Stream draus und spiele noch 1,5 Stunden FIFA oder so. Ich glaube, das mache ich auch. Ah, apropos. Sehr schön. So, jetzt pass auf. Grüßt euch, der Vater ist da. Ihr habt's geschafft. Es sind jetzt ziemlich genau 24 Stunden rum. Und um 10 Uhr ist das Quiz beim Panda Cybot auf dem Twitch-Kanal, wo ihr als Kandidat dabei seid dürft. Ich mache jetzt einen 25,5 Stunden Stream draus, weil ich spiele jetzt einfach nur ein bisschen FIFA. Das heißt, ich beende jetzt den Stream und mache dann 24 plus Stunden Stream Part 6 halt dann. Und hau noch ein bisschen FIFA raus. Mir hat's gefallen, wenn es nochmal vorbeischaut. Bis nachher. Ciao. So. Genau das machen wir jetzt auch. So. Ja, genau. Erste mal Story machen. Wichtig. Ah, schön. Können das da schon mal umstellen? Jetzt wieder hoch. Meine Hand zittert ein wenig, muss ich sagen. Auch wieder 5 Stunden gebraucht jetzt für ein Spiel hinten raus. So.
the population is greatly decreased, and now the odds are greatly increased that I may someday get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. So. Genau. Damit beenden wir jetzt diesen Stream. Schön, dass Musik gerade ausgegangen ist. Da fällt aber irgendwie was. Was sind da? Na? Hä? Ach, scheiße, oder? Jetzt finde ich das im OBS nicht mehr. Naja, so. Kurzzeitig beenden, gleich geht's weiter.